Ja, hallo zum zweiten Teil der Kreuzheben-Serie. In diesem Teil wird ergänzend zum ersten Teil, in dem es ja um die korrekte Startposition ging, geht es in diesem Teil um die Bewegung selbst und um die Ausführung selbst. Also Startposition sollte klar sein, die drei Faktoren, die Kriterien, die wir letztes Mal behandelt haben. Ja, ganz klar, Füße flach am Boden, Hantelstange circa über der Mitte des Fußes und in Kontakt mit den Schienbeinen eben. Natürlich die Schulter etwas über der Hantelstange oder davor, während die Schulterblätter genau über der Hantelstange sein sollten. Und natürlich der untere Rücken und der obere Rücken in Extension sozusagen, also durchstrecken und anspannen. Natürlich gibt es einige Sachen, die man beim Kreuzheben beachten kann, wodurch eben die Form perfektioniert wird. Jedoch in diesem Video geht es prinzipiell um wieder drei ganz wichtige Sachen, nämlich drei Winkeln, die alles entscheidend sind beim Kreuzheben. Nämlich der erste ganz klar der Kniewinkel, also Unterschenkel, Oberschenkel der Winkel. Dann der zweite der Hüftwinkel, also Oberschenkel und Oberkörper. Und der dritte Winkel der Torso oder der Oberkörper oder der Rücken sozusagen zum Boden selbst. Also diese drei Winkel entscheiden eigentlich alles und haben eben ihre Rollen in dieser Übung und welcher Winkel sich jetzt zuerst öffnen sollte und welcher nicht. Darum geht es eben in diesem Video. Ja, jetzt möchte ich gar nicht um den heißen Brei herumreden. Ganz konkret die drei Winkeln, ganz klar. Es ist so, dass man den Deadlift in zwei Teile sozusagen unterteilen kann, nämlich vom Boden bis die Hantelstange circa auf Höhe der Knie oder ganz leicht darüber ist und dann eben ab da aufwärts. Es sollte so sein, dass wenn man eben die Hantelstange anhebt beim Kreuzheben, bis man beim Knie ist, sollte sich der Hüftwinkel kaum öffnen. Bis man eben auf der Höhe des Knies mit der Hantelstange sollte sich vor allem der Kniewinkel öffnen. Auch der Rücken sollte eben, oder also der Oberkörper sollte circa gleich gehalten werden. Man stammt quasi mit den Füßen in den Boden und kommt so eben dazu, vor allem die Oberschenkel zu verwenden bei dieser Übung, bei diesem Teil der Übung. Als nächstes, wenn die Hantelstange dann eben das Knie oder die Knie passiert hat, öffnen sich die anderen beiden Winkel. Zuerst der Hüftwinkel, der dann eben quasi schlagartig sich mehr öffnet und ja, so wird eben auch natürlich der Rücken quasi in die Vertikale gebracht, bis in den Lockout, wo eben dann gleichzeitig quasi der Winkel im Knie und in der Hüfte sich quasi gleichzeitig nachher vollkommen und vollständig geöffnet haben. Und das ist eben nachher auch die Endposition des Kreuzhebens. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man wissen muss. Das heißt, dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt, wenn man nachher die Hantelstange wieder ablegen möchte, ohne sie einfach fallen zu lassen, wie das manche Leute machen, vor allem wenn die Gewichte höher werden, ist einfach, dass man die Bewegung eben umkehrt. Das heißt, zuerst der Rücken, der Torso und sich nach vorne quasi lehnen, während der Rücken noch angespannt bleibt natürlich. Sozusagen gleichzeitig auch der Hüftwinkel wird auch natürlich kleiner und dann erst, wenn die Hantelstange wieder auf circa Höhe der Knie ist, dann schließt sich erst wieder der Kniewinkel und somit ist nachher eben die Hantelstange wieder auf dem Boden und ruht dort eben. Ja, das war's eigentlich. Sonst gibt es nicht viel zu sagen zu den drei Winkeln, die alles entscheiden, die Bewegung. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die natürlich sehr wichtig sind, um die Effizienz zu maximieren. Zum Beispiel, dass natürlich die Arme vollkommen durchgestreckt werden müssen. Also durchgebeugte Arme und Ellbogen sind komplett fehl am Platz. Das ist einfach nur Kraftverlust hoch 3 und bringt keinem was. Einfach die Arme immer komplett durchstrecken und so kann man natürlich die größten Gewichte heben. Dann natürlich die Hantelstange so nah am Körper wie möglich halten. Da hilft natürlich extrem der Latissimus dorsi mit, dass beim Heben der Hantel die Hantel eben nah am Körper gehalten wird. Und natürlich, wenn man im Lockout ist, nicht, wie manche das machen, extrem durchstrecken, so sollte es nicht sein. Man sollte einfach mit den Hüften in eine anatomisch normale, aufrecht stehende Position kommen und dann eben so den Deadlift, das Kreuzheben, abschließen, die Wiederholung. Ja, zum Demonstrieren vielleicht
ganz kurz, damit man da gleich von der Seite sehen kann, über welche Winkel ich da ganz rede und worum es eigentlich geht. Ja, wie im letzten Video besprochen, einen angemessenen Stand wählen, angemessenen Griff wählen. Und man hat gesehen, dass sich natürlich zuerst der Kniewinkel öffnet, dann die Hüfte und der Oberkörper gleichzeitig. Vielleicht noch einmal ein paar Wiederholungen nacheinander einfach. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder. Falls das Video gefallen hat, bitte rückmelden in den Kommentaren, würde mich sehr freuen. Ansonsten wie immer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.